There's been a lot of talk about this blacklist and the timeline as to when it's going to be published and people are going to get to know about it. So it's due to be signed off in December the 5th. Has the Paradise Papers revelations brought it forward in terms of when it's going to be published? Ja, ich denke, dass wir insbesondere in dem Abschlussbericht, der am 12. Dezember im Plenum verabschiedet wird, auch über diese Frage diskutieren müssen. Wenn am 5. Dezember ein Vorschlag der Kommission vorliegt, werden wir das im Hinblick auf die zusätzlichen Ergebnisse der Paradise Papers untersuchen müssen. Ich bin davon überzeugt, dass auf diese Blacklist nicht nur Drittstaaten gehören, sondern auch Jurisdiktionen innerhalb der Europäischen Union, die besondere Steuermodelle nutzen. In terms of the United Kingdom, there was a comment made in the Parliament in the UK by Mel Stride, who's the Financial Secretary to the Treasury, who said that it was incorrect that the government has basically blocked the idea of the blacklist, particularly with regards to UK territories and overseas territories and jurisdictions. I just wanted to ask, has the UK, in your opinion, been directly blocking the publication and creation of this blacklist? Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich weiß allerdings, dass nicht nur Großbritannien zurückhaltend ist, auch andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind der Meinung, dass ihre eigenen Jurisdiktionen, frühere Kolonien, Kronkolonien nicht auf diese Liste gehören. Aber ich glaube, dass es einen öffentlichen Druck gibt, der es notwendig macht, dass auch Großbritannien bereit ist, seine Steuerprobleme zu lösen. Und wir waren in Großbritannien, haben dort gehört, in den Kronkolonien gilt britisches Recht, aber niemand kontrolliert es. Das heißt also, hier gibt es ein Kontrollproblem und ein gesetzliches Problem. Now, one of the reported reasons as to why the UK has been resistant to this blacklist is that because of some of the jurisdictions such as Bermuda, the Isle of Man and the Cayman Islands being tax havens and on this blacklist. Now, there's been reports that letters have been sent to roughly 50 countries and territories warning them that they are on this list and they need to sort their ways. Have UK territories received these letters? And if you're able to say which ones have received these letters? Das kann ich Ihnen nicht beantworten, aber sie gehören auf diese Liste. Sie müssen nach meiner Überzeugung ähnlich behandelt werden wie Drittländer. Die Liste hat insgesamt 80 Namen, an 50 sind Umfragebögen verschickt worden. Ob dort auch zum Beispiel die Kanalinseln, Gibraltar oder andere Jurisdiktionen dazugehören, weiß ich nicht, aber es wäre gerecht, wenn dies nachgeholt würde. Realistically, because one of the things which has been mentioned in terms of this blacklist is sanctions against these jurisdictions and territories and countries. In the situation where there are UK territories and UK jurisdictions which are on this blacklist, realistically, do you think it's a possibility that the European Union would in effect sanction the United Kingdom in the future? Ich glaube nicht, dass die Frage jetzt aktuell ist. Zuerst wird es einmal darum gehen, dass alle betroffenen Staaten, auch innerhalb der Europäischen Union, klar Schiff machen. Wir können nicht Sanktionen gegenüber Drittstaaten vorsehen und innerhalb der Europäischen Union unseren Laden nicht in Schuss haben. Deshalb wird es notwendig sein, sowohl über die eigenen Steueroasen zu reden, als auch über die Drittstaaten. Bevor wir die Blackliste diskutiert und verabschiedet haben, wird es keine Sanktionen geben. Aber die Sanktionen danach können unter anderem in Beschränkungen des Bankverkehrs, der Wirtschaftsbeziehungen etc. bestehen. Das wird dann schon eine gravierende Geschichte. I just want to quote something which Eva Joly, who's an MEP and the Vice Chair of the Parliamentary Inquiry on the Panama Papers alongside you, and she's reported as saying there's no access to the European single market for the UK if it continues to act as a tax haven on our doorstep. So the idea of tying this blacklist and this tax haven status for some of its jurisdictions to the Brexit negotiations. I was just wondering what your thoughts are on that. Should it be a condition of Brexit in terms of a single market agreement that the UK deals with these tax haven statuses? Das könnte sein, aber die Einzelmeinung von Frau Eva Joly ist nicht die Meinung des Ausschusses. Wir haben darüber nicht entschieden und wir werden uns davor hüten, vor Ende der Verhandlungen irgendwelche Sanktionen gegen Großbritannien vorzusehen. Das ist nicht im europäischen Interesse,
auch nicht im britischen Interesse. Aber die Drohung, die ausgesprochen wurde, dass man dann die Steuern großflächig senkt und die Steueroasen weiter betreibt, das ist natürlich der falsche Weg, den der britische Minister ins Gespräch gebracht hat. And just following up from that, do you think that Michel Barnier, the European Commission and the EU in general would support the position of any possible agreement regarding the single market? There would necessarily be a commitment by the UK to deal with the blacklisted territories and jurisdictions. Would it be supported by those key people in these negotiations? Also ich glaube, es ist zu früh, über die Verhandlungen mit Großbritannien zu reden, weil sie noch wirklich nicht gestartet sind. Wir haben ein Interesse zu guten wirtschaftlichen Beziehungen zu Großbritannien, auch wenn sie austreten würden. Für mich ist das noch nicht klar, ob es zum Brexit kommen wird. Aber jetzt in dieser Phase die Steueroasen zum Thema zu machen, halte ich für falsch. In terms of the UK defence of jurisdictions and overseas territories, David Gauke, who was the Chief Secretary to the Treasury in 2016, argued that territories such as Jersey, Guernsey and the Cayman Islands should not be singled out because of a zero-rate tax. I'm just wondering what your thoughts on this idea of, because it's a zero-rate tax territory, that it should somehow be distinguished as not being a tax haven. Das ist eines der Kriterien. Wir haben ja 3 wichtige Kriterien. Erstens Transparenz und Meldepflichten. Zweitens Orientierung an den internationalen BEPS-Regeln. Und drittens Steuersätze. Null Steuersatz ist ein typisches Beispiel für eine Steueroase. Ich habe selbst Gespräche geführt zu diesem Thema. Null Steuersätze kennzeichnen in jedem Fall eine Steueroase. Deshalb gehören Staaten mit Null Steuersätzen auf jeden Fall auf die Blacklist. And just finally, with regards to Brexit, if a situation comes about where there is an agreement regarding continued single market access at the end of the Brexit negotiations, but there has been no commitment by the UK to deal to a satisfactory amount the tax issues regarding some of its jurisdictions, which have been outlined, or no doubt will be outlined by your committee. Would you support a scenario then of the EU not accepting that and the European Parliament not accepting that agreement? Ich glaube, die Steuerfragen gehören dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Zugang zum europäischen Binnenmarkt möglich sein wird, ohne dass man eine vernünftige Regelung der Steueroasen findet. Alles andere wäre auch falsch. Und ich sage abschließend, ich bin dafür, gute Beziehungen zu Großbritannien weiterzuentwickeln. Aber Großbritannien will austreten. Wir wollen sie nicht verscheuchen. Das ist die Entscheidung von Großbritannien. Und der Zugang zum europäischen Binnenmarkt beinhaltet klare Regelungen für Steueroasen.